Hallo und herzlich willkommen bei Ikuma Games. Ich habe mich heute damit beschäftigt, ob Revive mit Fidelity FX Super Resolution von AMD funktioniert und habe es verglichen, ob es besser funktioniert mit FSR aktiviert oder wenn Revive nativ mit der OpenXR Beta funktioniert. Bleibt dran, ich erkläre euch das gleich. Wenn ihr noch nicht wisst, was FSR bzw. Fidelity FX Super Resolution von AMD ist, dann schaut euch gerne mein anderes Video an, beziehungsweise ich verlinke das euch hier oben. Wenn ihr Revive noch nicht kennt, dann erkläre ich euch das kurz. Revive ist eine Mod, um Oculus native Spiele in Steam VR zocken zu können. Also wenn ihr keine Oculus Brille habt, dann könnt ihr zum Beispiel mit der Valve Index nicht mit dem Oculus Launcher Oculus-Spiele spielen. Das funktioniert ganz einfach nicht. Und dafür gibt es eine Mod, um Oculus-Spiele in Steam VR zu spielen. Was bedeutet das und was hat das mit FSR zu tun? Spiele durch Revive werden in die OpenVR-Schnittstelle quasi portiert, emuliert, was auch immer. Und das funktioniert ganz gut, frisst aber eine ganze Menge Ressourcen. Also noch mehr, als wenn man die Spiele nativ spielen würde. Also wenn man jetzt mit einer Index Asgard's Wrath oder Long Echo spielen möchte, dann verbraucht man mehr Ressourcen, als wenn man zum Beispiel mit einer Quest 2 nativ in dem Oculus Launcher das Spiel spielen würde. So, und da kann natürlich FSR super praktisch sein, da sparen wir ein paar Ressourcen. Was ich jetzt eben mit OpenXR gemeint habe, ist, dass Revive, was normalerweise OpenVR benutzt, für SteamVR, hat auch in einer Beta, die ist noch nicht so einfach zugänglich, ich zeige euch das gleich, könnt ihr das Spiel nativ zum Beispiel mit einer HP Reverb G2 benutzen. Also, wenn ihr eine HP Reverb G2 habt und das über SteamVR laufen lässt und dann auch noch Revive benutzt, dann verliert ihr eine ganze Menge Ressourcen und das Spiel läuft einfach nicht so gut, wie es hätte laufen können. So, und ich habe jetzt in diesem Video werde ich vergleichen, was besser funktioniert, FSR zu aktivieren, um Revive in OpenVR zu benutzen, oder ob ihr nativ OpenXR benutzen solltet mit der HP Reverb und Revive. Beides funktioniert leider noch nicht, das wäre natürlich das Optimum. Ihr werdet gleich sehen, welche Unterschiede das Ganze macht. Und ja, schauen wir mal rein. Also, Revive. Installiert einfach die aktuelle Version, hier rechts Version 2.1.1 und installiert das. Wenn ihr Revive richtig installiert habt, dann taucht dieses Dashboard hier auf. Ihr müsst natürlich einen Oculus-Account oder Facebook-Account mit Spielen besitzen müssen, damit ihr Revive überhaupt irgendwie nutzen könnt. Wenn ihr das habt, also ein Oculus, also wie ihr Revive benutzt, da könnt ihr euch 1000 Tutorials im Internet anschauen. Darauf beziehe ich mich jetzt nicht, aber so, wenn ihr jetzt Revive installiert habt und alles funktioniert und die Spiele werden euch angezeigt, könnt ihr unten rechts, wenn ihr den Revive-Button hier auswählt mit Rechtsklick, dann könnt ihr OpenXR Support enablen, also aktivieren. Was macht das? Also normalerweise funktioniert Revive mit der OpenVR-Schnittstelle, also mit SteamVR. SteamVR wird geöffnet und die Spiele werden innerhalb dieser Schnittstelle gestartet. Das verbraucht bei der HP Reverb G2 zum Beispiel super viele Ressourcen. Wenn ihr jetzt OpenXR hier aktiviert, dann wird SteamVR komplett ausgeblendet. Also dann braucht ihr das einfach nicht mehr. Dann wird das Spiel nativ über OpenXR in die Reverb G2 gestartet. Und das verbraucht viel weniger Ressourcen. Ich habe hier jetzt ein paar Vergleichsvideos gemacht, wo ich 3 Dinge getestet habe. Einmal OpenXR mit der HP Reverb G2 mit dem Spiel Asgard's Wrath. Dann in der ganz normalen Revive-Funktion mit OpenVR, also mit SteamVR. Und als dritte Option nochmal mit OpenVR und FSR aktiviert, mit der anderen Mod, die ihr von mir kennt. So, warum habe ich das gemacht? Ja, wie gesagt, OpenXR frisst viel weniger Ressourcen. Aber ich habe gedacht, okay, vielleicht spart man mit FSR noch mehr Ressourcen. Es funktioniert leider nicht, FSR mit OpenXR zu benutzen. Dafür gibt es keine Mod oder dergleichen. Das wäre natürlich das Optimum. Da würde man Ressourcen sparen und noch
ja, noch mehr Ressourcen sparen, wenn man FSR nochmal zusätzlich hat. Geht leider nicht, darum teste ich diese 3 Optionen. Ist jetzt am ehesten relevant für eine nicht SteamVR nativen Brille. Es ist natürlich interessant zu schauen, wie das mit einer Valve Index wäre, weil die ist ja sowieso OpenVR nativ. Ob das, da habt ihr bestimmt einen Vorteil, wenn ihr FSR benutzt, aber müsstet ihr testen. Ich habe leider keine Valve Index, um das zu testen. Könntet ihr mal machen, schreibt es mir bitte in die Kommentare, welche Ergebnisse ihr da habt. Ich habe jetzt die HP Reverb G2 und die Quest 2. Mit der Quest 2 nutze ich natürlich dann Oculus nativ, aber für die HP Reverb G2 habe ich das eben hier rumprobiert mit OpenXR und FSR und so weiter. Die Installation der FSR-Mod für Revive läuft ein bisschen anders. Erstmal müsst ihr gucken, wo habt ihr Revive überhaupt installiert. Ich hätte das Ganze einfach so gemacht. Hier suche ich nach dem Revive Dashboard, Dateispeicherort öffnen, dann kommt dieser Ordner hier, dann öffne ich diesen Dateipfad. So, und jetzt bin ich schon drinne. Jetzt müsst ihr den, wie in der anderen Mod auch gezeigt, die OpenVR-API DLL finden. Ihr werdet jetzt merken, wenn ich jetzt hier suche, OpenVR API, es gibt keine. Also es gibt hier 2 Stück, die hier unten könnt ihr ignorieren. Ich habe die Mod nämlich schon drauf. Ihr habt hier die 64 und 32 Bit.dll, wie auch immer. Und in der Original-Mod seht ihr hier, habt ihr nur OpenVR API. Was habe ich gemacht? Ganz einfach, dafür muss man nicht sehr klug sein. Ich habe die Datei hier umbenannt in 64 und ich habe sie dann ausgetauscht. Das war es auch schon. Alles andere funktioniert exakt so wie in der Mod. Bei mir gab es jetzt nur noch das Problem, dass hier die Config hier, wenn ich die hineinfüge, kann ich die nicht mehr ändern. Dann sind irgendwelche Adminrechte, Probleme bei mir, keine Ahnung, was da Phase ist. Ist vielleicht bei euch nicht so. Ich mache das ganz einfach so, ich verändere die Config-Datei, bevor ich sie einfüge. Hier zum Beispiel, wenn man die öffnet, ändere ich da irgendwas und speichere das und füge sie dann ein, überspeichere das und dann habe ich die Einstellung, die ich möchte. So, hier habt ihr jetzt meine Ergebnisse und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. So, ich habe mich letzten Endes doch dagegen entschieden, so Vergleichsvideos zu machen, weil ich gemerkt habe, dass schon viel Ressourcen durch OBS alleine schon aufgewendet werden. Darum habt ihr hier jetzt einfach ein kleines Video im Hintergrund laufen. Diese Szene hier habe ich benutzt und in OpenXR, OpenVR mit FSR und OpenVR ohne FSR genutzt. Und wollte euch einfach mal meine Ergebnisse präsentieren. So, in OpenXR habe ich zwischen 55 und 60 Frames in dieser Szene hier bekommen. Schwankte natürlich hin und her. Ich muss dazu sagen, Revive mit OpenXR ist noch absolut in der Beta und experimentell. Es funktioniert noch nicht so gut. Also ich hatte schon Ergebnisse, da war das alles okay. Jetzt hier in meinem Test hatte ich extreme Fragmente und irgendwie kurz Schwarzbild und irgendwie Grafikbugs. Also keine Ahnung, was da los war. Aber die Frames sprechen für sich, zwischen 55 und 60 Frames. Mit OpenVR in FSR, also mit FSR aktiviert, hatte ich 45 bis 50 Frames in dem Modus Quality und ohne FSR in OpenVR habe ich ungefähr 40 FPS. Also man sieht auf jeden Fall die Unterschiede, die sind signifikant meiner Meinung nach. Wenn jetzt Revive ein Update rausbringt und OpenXR aus der Beta sozusagen rausschmeißt, dann ist es das auf jeden Fall, was man wählen sollte, wenn man ein OpenXR Headset hat, weil das viel besser funktioniert in Sachen Frames. Was ist also mein Fazit? Ich sage ja immer, mehr Optionen sind immer besser. Wenn Revive im OpenXR-Mode sauber läuft, sollte man dieses bevorzugen. Wenn nicht, ist auch mit Revive FSR eine super Lösung, um stabilere Frames und höhere FPS zu bekommen. Was ich nicht testen konnte, weil mir hier das Gerät für fehlt, sind OpenVR-native Headsets, zum Beispiel die Valve Index. Ich kann mir vorstellen, dass FSR mit Revive mit der Index ein No-Brainer sind. Dann sollte es auch so schon besser funktionieren mit Revive und da sind eben nicht so viele Köche gleichzeitig am Werk. Also
bei der HP Reverb läuft Steam, da läuft Revive, da läuft die Windows Mixed Reality Schnittstelle, das ist einfach too much. Und bei der Index ist es eben OpenVR sowieso und dann eben Revive. Da könnte FSR auf jeden Fall etwas bringen, um die Spiele flüssiger laufen zu lassen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video was gebracht. Ich probiere Sachen immer aus und wenn ich denke, das könnte eine Bereicherung für alle da draußen sein, dann möchte ich das auf jeden Fall kundtun. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Gebrauch davon machen konntet, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Wenn es funktioniert hat, was auch immer, schreibt es rein. Ihr könnt mich kontaktieren auf allen hier Social Media Sachen, die ich da in meinem YouTube-Kanal angezeigt habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.